Genau, ich starte einfach mal direkt. Und zwar geht es bei uns eben darum, Stellenanzeigen zu identifizieren, die mit ökologischer Nachhaltigkeit werben. Wir haben dabei eine Wortliste des Umweltbundesamtes genutzt, diese dann angereichert mit anderen lexikalisch-semantischen Ressourcen. Anschließend die daraus entstandene Wortliste nochmal kategorisiert und diese Wortliste dann auf eine Sammlung von Ausbildungsstellenanzeigen angewandt und dann uns eben angeschaut, was dabei so herauskommt, Spannendes. Genau, ganz kurz zur Einordnung, in welchem Rahmen dieses Projekt entstanden ist, weil wir waren da schon erstmal inhaltlich interessiert. Und zwar ist das aus dem Rahmen entstanden, dass das BIP sich eben auch mit Green Economy beschäftigt, mit dem Thema, welche Berufe Teil der Green Economy sind oder welche sich entsprechend auch im Transformationsprozess dorthin befinden. Und das ist ein Thema, was eben durch sämtliche Berufe durchgeht. Man sieht es eben auch in den Standard-Berufsbildpositionen. Und auf der anderen Seite haben natürlich nicht nur die Green Economy das Problem, neue Azubis zu finden. Das heißt, Stellenanzeigen gerade für Auszubildende sollten möglichst attraktiv gestaltet werden. Und vor dem Hintergrund haben wir uns entsprechend gefragt, wird denn dieses Attraktivitätspotenzial, was eben grüne ökologische Nachhaltigkeit mit sich bringt, in Ausbildungsstellenanzeigen denn schon genutzt von Betrieben? Und inwiefern lässt sich da vielleicht auch eine Veränderung in den letzten 9 Jahren nachzeichnen? Genau, ganz kurz zu den Daten, hatte ich ja gerade auch schon angesprochen. Wir haben 1,1 Millionen Azubi-Stellenanzeigen der BA genutzt, aus den Jahren 2011 bis 2019. Und auf der anderen Seite einen ursprünglichen Schlagwortkatalog vom UBA, der umfasst ungefähr 800 Begriffe, die alle in Bezug zu ökologischer Nachhaltigkeit stehen. Und jetzt, das Thema kam natürlich schon häufiger, Validität von Wortlisten, misst man da überhaupt das, was man messen möchte? Und mit der Fragestellung sind wir eben auch drangegangen und haben erstmal überlegt, ob diese Wortliste überhaupt schon erschöpfend ist. Und zwar haben wir dann diese Wortliste vom UBA genommen und die mit verschiedenen Ressourcen angereichert. Auf der einen Seite mit dem Germanet, das ist ein lexikalisch-semantisches Wortnetz der Uni Tübingen. Da gibt es eine Python-API, mit der man die Begriffe oder das Wortnetz eben für Forschungszwecke nutzen kann. Und da sind wir hingegangen, haben die Worte vom Umweltbundesamt genommen und entsprechend geguckt, welche Unterbegriffe denn noch zusätzlich zu finden sind, welche Synonyme oder sinnverwandte Begriffe. Das heißt zum Beispiel bei der Begrünung, die in der UBA-Liste war, haben wir entsprechend dann noch Dachbegrünung gefunden, was ja auch ein wichtiges Thema ist. Und haben dadurch eben unsere Wortliste erstmal erweitert, um einfach semantisch reicher in den Stellenanzeigen suchen zu können. Auf der anderen Seite, das hat der Herr Stops ja gerade auch schon angesprochen, haben wir uns auch ein Word Embedding angeschaut. Das war ein allgemeinsprachliches Word Embedding, was jetzt nicht auf Stellenanzeigen trainiert wurde, sondern auf Wikipedia und Zeitungsartikeln. Und da sind wir eben auch mit der ursprünglichen Wortliste hingegangen und haben geguckt, was sind dann die nächsten 5 Wortvektoren, die mindestens eine Kosinusähnlichkeit von 0,6 aufwiesen. Da erster Kritikpunkt, das müssen wir auf jeden Fall nochmal validieren, gucken, evaluieren, ob diese heuristischen Werte denn so sinnvoll waren. Und genau, mit den Begriffen, die wir dann gefunden haben, mussten wir natürlich auch evaluieren, ob die denn jetzt überhaupt in dieses Feld ökologische Nachhaltigkeit reinpassen, deswegen semi-automatisiert. Beispielsweise beim Energieberater ist der Wohnberater auch aufgetaucht, der natürlich in einem anderen Kontext auch mit dem Energieberater wahrscheinlich zusammenarbeitet, aber eben nicht an der ökologischen Nachhaltigkeit. Genau, mit diesen 2 also mit dem Wortnetz und dem Word Embedding konnten wir die Schlagwortliste
nochmal um 1000 Begriffe erweitern. Das heißt, von 800 sind wir jetzt auf knapp 1800. Die ist auch auf GitHub verfügbar. Wir können den Link gleich nochmal posten. Genau, so dass wir jetzt eben eine deutlich reichere Wortliste haben. Genau. Und mit der Wortliste sind wir eben hingegangen und haben dann versucht, in den Stellenanzeigen eben jetzt nochmal viel breiter zu suchen, welche Begriffe denn in den Stellenanzeigen vorkommen, die auf ökologische Nachhaltigkeit hinweisen. Dabei haben wir einen Stemming-Ansatz benutzt, um eben verschiedene Flexionen von den Wörtern auch mit aufzufinden. Und jetzt hier mal als ein kleines Beispiel, eben weil ja auch das Interessante daran vielleicht ist, diese Wortliste überhaupt erstmal zu erweitern. Was bringt das? Und zwar stand in der ursprünglichen Wortliste das Wort Windgenerator. Das kam konstant in einer Stellenanzeige vor, die immer wieder vom gleichen Unternehmen Copy-Paste, siehe Duplikate, genutzt wurde. Und andere Wörter, wie zum Beispiel die Windkraftanlage, war eben in der ursprünglichen Wortliste nicht enthalten. Wir sehen aber, dass die hier 2016 immerhin knapp 60 Stellenanzeigen vorkamen. Das heißt, diese Stellenanzeige wäre uns eben durch die Lappen gegangen, diese knapp 60. Und durch die Erweiterung war es eben möglich, die jetzt zumindest noch zu identifizieren. Zusammengefasst kann man eben zu den einzelnen Quellen sagen, dass die Uber-Wortliste eben als alleinige Quelle doch noch sehr groß ist. Wir sehen aber eben auch, dass ungefähr die Hälfte der Begriffe gar nicht in den Stellenanzeigen vorkamen, was vielleicht auch wieder zu Herrn Ziegler passt. Die Fachvokabularien, die entwickelt werden von Experten, treten vielleicht gar nicht im freien Feld auf. Die Synonyme haben zum Beispiel relativ gut funktioniert, davon kamen einige in den Stellenanzeigen vor. Genau, und auf diesen Worten haben wir dann letztendlich auch die weiteren Analysen betrieben, beziehungsweise davor, das macht jetzt Timo, haben wir dann eben noch die Worte kategorisiert. Ja, danke, Johanna. Genau, weil diese erweiterte Wortliste, die wir da haben, hat halt einen Nachteil, dass wir nicht die Stärke der Assoziation zur Nachhaltigkeit, so haben wir das gelabelt, misst. Das heißt, es macht eben einen Unterschied, ob in einer Stellenanzeige von Fensterbau oder von Abfall die Rede ist oder eben von Umweltschutz und Klimaschutz. Und das haben wir gemacht, indem diese Begriffe von 3 Personen nochmal unabhängig geratet wurden auf einer semimetrischen Skala. Dann haben wir nochmal kategorisiert. Kannst du eins weiterklicken? Und als wir dann diese Kategorien erstellt haben, hat man eigentlich sehr schön gesehen, dass diese stark assoziierten Wörter in so einem Framing-Kontext eigentlich auftauchen. Das heißt, da wird nochmal hervorgehoben, dass eben in der Stellenanzeige ja Umweltschutz eine besondere Rolle spielt. Und wir sind ja in diesem Projekt, haben wir halt eben ganz speziell uns die Attraktivitätsdimension von ökologischer Nachhaltigkeit in Stellenanzeigen angeguckt. Eins weiter, dann kommt noch mal was zum Framing. Das hatte ich aber, glaube ich, das denke ich soweit klar, dass es eben da um dieses Hervorheben geht, eines bestimmten Aspekts der Realität. Und dann ganz kurz, wir haben einige Analysen gemacht, auch auf Berufeebene, aber das würde hier den Rahmen sprengen. Ich habe ja nur noch eine knappe Minute, deshalb kurz, was wir gemacht haben, ist, wir haben erstmal geguckt, in welchen Stellenanzeigen tauchen Begriffe auf mit einer schwachen oder mit einer mittleren Assoziation zur Nachhaltigkeit. Das sind in der Regel Begriffe, die also Technologien beschreiben, Dienstleistungen beschreiben, die damit in Zusammenhang stehen. Das ist sozusagen unsere Zielgruppe. Damit haben wir unsere Green Economy Berufe identifiziert. Und dann haben wir innerhalb dieser Berufe, dieser Ausbildungsstellenanzeigen nochmal geguckt, ja, wo steckt denn jetzt eigentlich wirklich so ein starkes Signalwort drin? Und das sieht man hier eben, dass 2011 diese starken Signalwörter bei 5,9% aller Stellenanzeigen mit Green Economy Bezug gefunden wurden und 2019 7,8%.
aber dass es besonders eine Zunahme gab bei Begriffen wie Solaranlage, Wasserkraft, also die eben diese mittlere Assoziation haben, da gab es dann auch eine entsprechende Zunahme. Jetzt kann man aber immer noch sagen, um kurz ein inhaltliches Fazit zu schließen, dass nur jede 7. Stellenanzeige, wo Solarenergie beispielsweise drin vorkommt, auch das Wort Umweltschutz oder umweltfreundlich oder sowas beinhaltet. Also da ist von dieser Perspektive auf jeden Fall noch Luft nach oben in grünen Ausbildungsstellenanzeigen. Für weitere Infos können Sie auch gerne hier auf ein kleines Dashboard klicken, den Link und das Passwort mache ich gleich noch in den Chat. Da kann man sich da auch noch ein bisschen umgucken in den Ergebnissen. Genau, noch ganz kurz zum Ausblick oder zur Diskussion. Also ich fange erstmal mit dem unteren Punkt an. Natürlich, wir haben die Wortliste erweitert, aber das ist mit Sicherheit nicht erschöpfend. Ja. Das ist das eine. Und implizite Formulierung, grüne Formulierung ohne Buzzwords fehlen natürlich bei diesem harten Wortlistenansatz auch. Und wir sind jetzt aktuell daran, das, was wir da getrieben haben, auch nochmal weiter zu validieren, zu messen, also unsere Konstruktvalidität zu prüfen. Und das ist aber nicht mehr Teil eines Artikels, der bald erscheinen wird. Genau, da kann man sich das dann auch nochmal genauer angucken, was wir da getrieben haben. Dankeschön.